Dom's Wheel World. Hallo, das ist der zweite Teil aus der Videoreihe Fliegen mit Rollstuhl. Teil 1 habe ich euch hier oben verlinkt. In diesem Teil soll es jetzt ums Hotel gehen und die Buchung. Hier gibt es nämlich ein paar Besonderheiten. Also bleibt dran. Los geht's nach dem Intro. Wir kennen das ja alle. Als Rollstuhlfahrer ist immer alles etwas komplizierter wie sonst. Auch ein geeignetes Hotel zu finden ist gar nicht so einfach. Mir wurde mehrfach das Marisol Hotel in Teneriffa empfohlen, was auch der Grund für diesen Urlaub ist. Mir wurde gesagt, dieses Hotel gehört einer deutschen Familie und ist extra für Rollstuhlfahrer gebaut worden. In der Hoffnung, dass dann alles etwas einfacher geht, war ich mir sofort sicher, da müssen wir hin. Man kann ja bei vielen Sachen immer ein bisschen improvisieren, aber was Duschen und Toilette angeht, kann ich keine Kompromisse machen. Ich brauche einen Dusch- und Toilettenstuhl, der gut gepolstert ist. Deshalb zuerst mal der Blick auf die Bäder. Es schaut eigentlich alles so aus, als würde ich dort klarkommen, und ich habe auch 2 Poollüfter entdeckt, was den Badespaß schon mal ein bisschen stressfreier gestaltet. Dann ist mir ein Reiter Hilfsmittel und Pflege aufgefallen, unter welchem man ein Sanitätshaus findet, welches direkt im Hotel ist. Hier kann man sich zu, wie ich finde, ganz passablen Preisen die unterschiedlichsten Hilfsmittel für den Urlaub ausleihen und direkt aufs Zimmer bringen lassen. Um die 150 € des TUI barrierefrei Transfers zu sparen, habe ich mich dann auch beim Hotel erkundigt und mir wurde gesagt, dass ein Transfer mit dem Taxi einfach und günstig funktioniert. Also haben wir uns für die 25 € Taxi-Variante entschieden. Nachdem ich am abgesenkten Tresen ganz bequem einchecken konnte, wollte ich mir erstmal einen Überblick über die ganze Anlage verschaffen. Man sieht gleich, hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Und es gibt überall Rampen oder Aufzüge. Ziemlich entspannt, wenn man sich keine Gedanken machen muss, ob man jetzt irgendwo hinkommt oder nicht. Am Pool gibt es 2 Poollifter und einen recht hilfsbereiten Rettungsschwimmer, der einen auch beim Transfer unterstützt. Als nächstes gibt es eine kleine Roomtour. Ich muss dazu sagen, wir haben ein Zimmer mit dem kleineren Bad genommen. Es gäbe auch noch eins ohne Badewanne und mit Haltegriffen, so wie man das von einem barrierefreien Bad gewohnt ist. Das Ausleihen des Duschrollstuhls hat wunderbar funktioniert und auch ansonsten klappt hier alles recht einfach und praktisch. Ja, was soll man sagen? Ansonsten ist das Zimmer jetzt nicht das allermodernste, aber trotzdem schön, und das Platzangebot ist auf jeden Fall ausreichend, so dass ich auch noch einen Parkplatz für mein Vorsatzrad finden konnte. Was hier auch auffällt, ist, dass sich rund um das Hotel alle Läden und Wege immer mehr in Richtung Barrierefreiheit bewegen und die Strandpromenade wurde auch vor ein paar Jahren komplett barrierefrei umgebaut. Deshalb muss man meiner Ansicht nach immer Präsenz zeigen, denn wo man keinen Rollstuhlfahrer sieht, denkt man auch nicht dran, irgendwas barrierefreier umzubauen. Ja, abschließend möchte ich zum Hotel noch sagen, dass von vorne bis hin alles wunderbar geklappt hat. Beim Speisesaal wurde sich Gedanken darüber gemacht, wie man als Rollstuhlfahrer an sein Essen rankommt und das transportieren kann. Bis zum Pool und aufs Zimmer ist überall mitgedacht worden.
Außerdem war es auch mal lustig zu sehen, wenn die Fußgänger in der Unterzahl sind. So, das war Teil 2. Ich würde mich freuen, wenn das Video unterhaltsam war und dem einen oder anderen vielleicht sogar weitergeholfen hat. Freue mich natürlich über einen Like und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.